Nun wollten die Engländer es wirklich wissen. Eigentlich sollten wir einen Keil in die Front treiben, aber scheinbar hatten die damit gerechnet und waren uns zuvorgekommen. Wir hatten ein ideales Gelände für den Angriff ausgesucht, aber da wir nun angegriffen wurden, mussten wir das Beste daraus machen. Noch unter Granatwerferfeuer und leichter Artillerie verlegten wir aus dem Bereich unserer Stoßrichtung an die Flanken. Schnell hatten wir Fühlung mit den Einheiten links neben uns. Mir kamen die Befehle etwas merkwürdig vor. Wir machten hier quasi die Tür auf und ließen den Tommy durch. Das hat in Russland immer gut geklappt. Angriffsspitzen durchlassen, Verluste aus den Flanken zufügen, Frontlinie wieder schließen und die Kräfte, die durchgebrochen sind, aufreiben und vernichten. Wir fuhren zügig über das Feld und durchbrachen die hohen Hecken an einer günstigen Stelle, dann wieder 100 bis 200 Meter Richtung Norden, Turm auf 3 Uhr gedreht und eine gute Stelle suchen. Ein SPW und ein Panzer III waren mit uns gekommen. Dazu noch ein Aufklärer 8-Rad, der sicherlich etwas Verwirrung stiften sollte. Der Tanz ging los. Nur in unserem Sektor war es vorerst ruhiger. Nachdem der Kampflärm im Osten lauter wurde, sahen wir auch die ersten Fahrzeuge vorstoßen. 2 Radfahrzeuge sausten einen Feldweg entlang und waren so schnell, dass diese kaum aufzuhalten waren. Ich gab keinen Feuerbefehl, wir wollten uns hier nicht verraten. Nach weiteren 20 Minuten kamen die ersten Fußtruppen mit Panzerunterstützung aus einer Baumreihe hervor. Mehrere Panzer schoben sich aus der Deckung heraus. 3, 4, nein 5 Feindpanzer rollten auf uns zu. Ich schätzte die Entfernung auf 800 Meter. Bei 600 Meter Feuer frei, gab ich den Befehl durch und dann den letzten anvisieren. Der Panzer III mit seiner 5 cm Kanone sollte auch mit draufhalten. Der dann am nächsten dran war, wurde dem Kameradenpanzer zugewiesen. Die Grenadiere und SS-Leute hatten sich weiter verteilt und würden mit dem ersten Feuerschlag die Infanterie beschäftigen. Mir lief der Schweiß in die Augen. Ich hatte den Kopf aus dem Turmluke gesteckt und schaute angestrengt durch das Fernglas. Die Minuten krochen dahin. Die Brüder hatten wohl Zeit. Kurz bevor die 600-Meter-Mark erreicht war, dröhnten Motoren durch den Himmel. Jagdbomber flogen auf uns zu. Ich konnte nicht sagen, ob die uns gesehen hatten. Über Funk gab ich den Feuerbefehl. Und wenn wir Pech hatten, müssten wir dann sofort sehen, dass wir in Deckung kommen. Die Granaten peitschten über das Feld und schlugen in die feindliche Panzergruppe ein. Volltreffer auf den am weitesten entfernten Panzer, der stand und qualmte. Der Panzer III hatte auch getroffen, aber nur die Ketten. Er schoss aber schnell noch 2 Granaten hinterher und dann war auch der Panzer erledigt. Wir schossen insgesamt noch 5 Granaten auf die vermeintlichen Churchills und drehten dann ab, um in das kleine Waldstück hinter uns zu kommen. Die Infanterie blieb vor Ort. Wir suchten uns Deckung. Quer übers Feld pflügte der Panther und schon flogen uns 2 Jagdbomber an. Ich machte die Luke ganz zu und versuchte durch die Sichtgläser etwas zu sehen. Schlangenlinien, gab ich dem Fahrer als Befehl. So konnten die uns nicht so leicht treffen. Der Motor brüllte auf und wir wurden ordentlich hin und her gerissen. Geschosse trafen den Panzer, aber scheinbar nichts Schlimmes. Da knallt es links und rechts neben uns. Diese verdammten Schweinehunde schießen mit den verfluchten Raketen auf uns. Noch 200 Meter, dann wären wir am Wald. Weiter ging die wilde Fahrt. Der Panzer III versuchte uns zu folgen und bekam schon einiges ab. Trotzdem schafften wir es in das Waldstück und brachen 50 Meter ins Gehölz ein. Die Flieger konnten uns hier nicht mehr sehen. Wir brauchten eine gute Position, um die Infanterie zu decken. Aber die Männer dort hielten ihre Stellung. Wir drehten und kamen wieder an den Waldrand heran. Heftige Kämpfe zwischen der Infanterie, aber kein Panzer mehr zu sehen. Diese langsamen Panzer waren wieder zurückgerollt. Von hier aus können wir gut mithalten, Peter, meinte Rudolf zu mir. Das stimmt, die Position war wirklich gut. Ich meldete, was sich hier abgespielt hatte und wies den Panzer III an, sich rechts von mir zu halten. Dann ein Warnruf und schon waren die beiden Aufklärer auf dem Feld vor uns und versuchten unsere Infanterie im Rücken zu packen. »Rudolf, kannst du die erwischen?« schrie ich über den Bordfunk. »Einen bestimmt«, kam es zurück. Der Turm drehte und Rudolf versuchte, den Richtungswechseln der Radfahrzeuge zu folgen. Die wurden langsamer und beschossen unsere Männer. Unser Schuss brach und einer der Späher, das war wohl ein Humber-Fahrzeug, wurde in einem Explosionsblitz zerrissen. Der zweite drehte ab und versuchte an unseren Männern vorbeizukommen.
Schießen konnten wir jetzt nicht, wir würden unsere eigenen Truppen gefährden. Dann tat es einen Schlag und der zweite Spähwagen humpelte noch 50 Meter weiter, die Reifen kaputt und Qualm aus dem Motor. Die Infanterie hat es geschafft. War wohl eine Panzerfaust, meinte der Ladeschütze zu mir. Die Infanterie löste sich vom Feind und verlegte zu uns zurück. Hier war erstmal nichts zu holen für den Tommy. 2 gefangene Engländer wurden mit zurückgenommen. Wir hatten erstmal genug. Die Grenadiere und die Männer von der SS suchten sich Deckung am Waldrand und gruben sich Schützenlöcher. Der Oberscharführer kam zu mir und wir besprachen die letzten Minuten. Seine Leute hätten den Spähpanzer abgeschossen. Dabei hat er aber auch einen Mann verloren. Insgesamt hatten wir 2 Tote und 5 Verwundete zu beklagen. Mehr durch die Flieger als durch das Infanteriefeuer. Die Pest aus der Luft. Das müssen wir in den Griff bekommen. Es blieb vorerst ruhig. Den Panzer III schickten wir zurück. Er hatte doch einige Schäden mehr, als wir dachten, durch den Bordwaffenbeschuss. 2 7,5 cm Packs wurden uns zugeteilt, eine Vierlingsflak und ein weiterer Panther kam zur Verstärkung. Damit konnten wir es schon eine Weile hier aushalten. Unser Achtrad kam auch wieder zurück. Bewaffnete Aufklärung und den Gegner ärgern. Das machten die Männer gut, denn die waren wirklich schnell unterwegs und konnten plötzlich und überall auftauchen. Die Kommandanten trafen sich und der Oberfeldwebel der Panzerspäher berichtete von massiven Truppenbewegungen knapp 5 Kilometer entfernt. Also war der letzte Vorstoß nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Wir taten unsere Stellung, so gut wir konnten, und bereiteten auch eine Wechselstellung vor. Der Vierling positionierte sich etwas abseits von uns, damit der, wenn es nötig wurde, die anfliegenden Jabos von der Seite erwischen konnte. Ein Kübelwagen traf noch ein und ein Hauptsturmführer sprach mit den Aufklärern. Wir bekamen nur mit, dass sich die schweren Panzer in der Nähe befanden und wenn es hier zur Sache gehen würde, könnten die aushelfen. Das würden wir dann sehen. Langsam wurde es dunkel und der Schlachtenlärm aus dem Norden drang an unsere Ohren. Aber es blieb ruhig und so kümmerten wir uns erstmal darum, den Bauch voll zu bekommen und eine Mütze voll Schlaf zu kriegen. Mit der Verpflegung kamen auch die schlechten Nachrichten. Ein Bombenangriff hat unser kleines Feldlazarett getroffen. Scheinbar wurde trotz Kennzeichnung einfach bombardiert und ein paar schwere Koffer trafen das Lazarett. Das hatte einen hohen Blutzoll gefordert. Mein guter Richtschütze Helmut war auch dabei umgekommen, sowie 15 weitere Kameraden, die nur leicht verwundet dort behandelt wurden. Es machte mich sehr traurig. Helmut war ein guter Mann und ich informierte die Besatzung. Dann setzte ich mich weit abseits hin, nahm meinen Notizblock und schrieb einige Zeilen an Helmuts Ehefrau. Das würde dann zur Schreibstube gehen und wenn möglich nochmal abgetippt werden. Meine Handschrift hier im Feld ist nicht das, was die Familie in der Heimat erwarten würde. Nach entsprechender Anrede schrieb ich dann: Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Ehemann im Juni diesen Jahres für Führer, Volk und Vaterland im unerschütterlichen Glauben an den Endsieg gefallen ist. Ich bin von diesem Schicksalsschlag schwer getroffen. Haben wir doch Freud und Leid der letzten 8 Monate geteilt, wie es sich für gute Kameraden gehört. Ja, wir waren mehr als das. Wir waren schon gute Freunde geworden, da das Verhältnis vom Richtschützen zum Kommandanten immer sehr eng ist. Helmut war immer gut gelaunt und voller Tatendrang, mit seinen Kameraden die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Die Männer im Kampfwagen waren ihm zugeteilt und achteten ihn sehr. Die Jahre der Ostfront hatten nicht nur einen tapferen Kämpfer, sondern auch einen Kameraden hervorgebracht, an dem sich viele junge Männer ein Beispiel nehmen konnten. In den schweren Kämpfen der letzten Tage war Helmut immer wieder ein Fels in der Brandung für uns alle und seine Ruhe und Zuversicht war uns ein Vorbild. An diesem schicksalhaften Tag fiel Helmut außerhalb unseres Panzers. Wir werden ihn sehr vermissen und ich weiß, dass sein Opfer für unser Vaterland nicht vergebens war. In tiefer Trauer an diesem schweren Tage drücke ich Ihnen im Geiste fest die Hand und hoffe, dass Sie die Kraft finden, diesen Verlust zu ertragen. Diese Briefe habe ich nun schon so oft schreiben müssen, aber es wird nicht leichter. So viele gute Männer haben schon ihr Leben gegeben und wir kämpfen immer noch. Wie lange soll das noch so weitergehen? Mein Funker kam zu mir und brachte mir noch etwas Kaffee, auch wenn es schon dunkel wurde.
Schlafen konnte ich auch so. Der Körper holt sich eben, was er braucht. Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als ich Motorenlärm hörte. Flieger auf dem Rückweg von was auch immer. Ich hoffe nur, die Flak schießt jetzt nicht, sonst haben wir hier gleich einen Höllentanz. Und schon passierte es. Der Vierling schoss auf einen der Jabos und der platzte förmlich am Himmel auseinander und stürzte auf das Feld, wo wir am Tage zuvor die Feindpanzer abgeschossen hatten. Na, das war ein dolles Ding. Die werden uns jetzt nicht mehr in Ruhe lassen und unsere Stellung ist verraten. Die Jabos drehten ein und versuchten, das im Wald stehende Geschütz zu erwischen. Wir waren weit genug weg, um nichts abzubekommen, aber der ungleiche Kampf dauerte ganze 15 Minuten. Dann war das Geschütz zerstört und die gesamte Besatzung nur noch ein Haufen zerschossener Leiber. Ein zweiter Jabo stürzte im Abflug auch noch weit von uns ab. Die anderen hatten wohl nichts abbekommen, waren aber wohl leer geschossen. Hier konnten wir nicht bleiben, also alles im Alarmstart eingepackt und verlegen. Die Packgeschütze wollten bleiben, aber ich erklärte den Männern, dass spätestens am Morgen hier sicher ein paar Bomber ihren Segen abladen würden. So heldenhaft wie die Flak gekämpft hat, so unsinnig war das Gefecht auch. Das vorschnelle Feuern hat die ganze Abwehrlinie hier verraten und jetzt wissen die genau, wo wir stehen. Trotzdem wollten die Packs bleiben. Nun denn, wir gaben es durch und auch die Infanterie hatte Befehl, sich hier einzugraben. Ich verabschiedete mich von den Männern des Panzervernichtungstrupps und wünschte dem Oberscharführer viel Soldatenglück für die nächsten Tage. Wir rollten vorsichtig durch den Wald, um keine Bäume zu werfen, damit wir uns nicht damit verraten würden. Es dauerte ewig, bis wir auf einem Waldweg waren. Glücklicherweise war es schon dunkel und wir konnten unseren Weg weiter fortsetzen. Spät in der Nacht kamen wir an einem Versorgungspunkt an und nach ein paar weiteren Stunden konnten wir uns endlich zur Ruhe legen.